Truly, there is no place on earth quite like it. This magical, mythical arena shimmers again. You just cannot help but be seduced by this place. Real Madrid, obliged by their history, this is their reason for being. Real Madrid, the team of dreams! Where has that come from? How did that happen? Bedlam! Bernabeu Bedlam! Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Real Madrid steht heute Abend vor dem bisher wichtigsten Spiel in dieser Saison, dem europäischen Clasico. Real Madrid empfängt im Viertelfinale der Champions League im Santiago Bernabéu Bayern München. Und heute in diesem Video bringe ich euch auf den letzten Stand. Wir schauen uns die erwarteten Aufstellungen an. Wir schauen uns das Abschlusstraining an. Wir hören in die Pressekonferenzen und am Ende natürlich die Aufstellungen, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Also viel Spaß beim Video. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Nachtvideo von mir, denn während ihr dieses Video schaut, bin ich auf dem Weg in Santiago Bernabéu. Ich bin heute Abend live vor Ort und feuere unsere Jungs aus voller Lunge an. Ich hatte das Glück, dass einer von euch mich zu diesem Spiel eingeladen hat. Ich kann es immer noch nicht glauben. Gänsehaut. Ja, und heute Abend steht Real Madrid vor der bisher schwersten Herausforderung in dieser Saison. Die Bayern, die wahrscheinlich die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte spielen. Einen Fußball, den es in Europa zurzeit nur bei den Bayern gibt. Arsenal London kann vielleicht noch ein bisschen dagegenhalten. Aber klarer Favorit in diesem Duell sind die Bayern. Ja, und ich glaube, die Bayern kommen auch mit dem Messer zwischen den Zähnen her. Denn der FC Bayern München ist es nicht gewohnt, ein Jahrzehnt lang dominiert zu werden. Und das wurden sie von Real Madrid. Im letzten Jahrzehnt haben die Bayern uns keinmal geschlagen. Ja, trotz alledem treffen in diesem Fall natürlich Mannschaften in verschiedenen Formen aufeinander. Ein Real Madrid, die diese Saison eine Wundertüte sind. Wir wissen selber nicht, welches Gesicht Real Madrid heute Abend zeigen wird. Wir alle vermuten, es wird das Champions League Real Madrid. Aber ganz ehrlich, wir alle haben auch vermutet, dass gegen Mallorca Real Madrid die souveränen Leistungen der letzten Wochen fortsetzt. Hat Real Madrid nicht gezeigt. Die Bayern kommen natürlich mit einer geschwellten Brust, zerstören in der Bundesliga alles, haben am Wochenende ein 0:2 in Freiburg zu einem 3:2 Sieg gewandt. Ja. Die Bayern also wesentlich in besserer Verfassung. Das Einzige, was Real Madrid dagegen halten kann, ist natürlich die individuelle Klasse der Spieler und natürlich der Spirit von Real Madrid in der Champions League. Ich werde heute Abend im Stadion versuchen, meinen kleinen Teil beizutragen. Ja. Und fangen wir erst einmal mit dem großen Fragezeichen an. Kann Harry Kane spielen? Der wohl wichtigste Spieler bei den Bayern hat am Samstag gegen Freiburg nicht gespielt.
und trotzdem haben die das 3:2 gedreht. Also die Bayern sind nicht unbedingt auf Harry Kane angewiesen, trotzdem so ein absoluter Weltklasse-Spieler hilft denen weiter. Und hören wir mal die Informationen aus Spanien. Und wie du bereits sagtest, ist Harry Kane da. Das war eine der großen Fragen, weil er am Samstag sein Spiel mit Bayern gegen Freiburg nicht gespielt hat. Er hatte Beschwerden am Knöchel, es gab viele Spekulationen. Nun, Kompany hat die Debatte beendet, er hat gesagt, dass er spielen wird. Er hat nicht klargestellt, ob er in der Startelf stehen wird oder nicht, aber er wird zumindest einige Minuten im Santiago Bernabéu auf dem Platz stehen. Und tatsächlich hat er gesagt, wenn es ein Spiel gibt, bei dem man ein bisschen Risiko eingehen kann, dann ist es dieses. Also deutet alles darauf hin, dass Harry Kane morgen im Santiago Bernabéu in der Startelf stehen wird. Ja, und ganz ehrlich, für mich war das keine große Überraschung. Einige von euch hatten mich darauf angesprochen in den letzten Wochen, letzten Tagen, warum ich kein Video dazu gemacht habe. Mir war es immer klar, dass ein Harry Kane, und wenn er sich zur Not fit spritzen lässt, er dieses Spiel nicht verpassen wird. Ich vermute sogar, er spielt von Anfang an. So, und damit hört es bei mir auch schon zur Berichterstattung von den Bayern auf, denn ich möchte jetzt zur Berichterstattung von Real Madrid kommen. Und da ist das erste große Fragezeichen hinter Ferland Mendy. Schafft er es in den Kader oder nicht? Die endgültige Antwort kann ich euch nicht geben, denn die Kaderliste, die offizielle, ist von Real Madrid noch nicht bekannt gegeben. Was ich euch aber zeigen kann, ist das Abschlusstraining von Real Madrid, und dort hat Ferland Mendy das gesamte Abschlusstraining absolviert. Also das sind schon mal gute Nachrichten. Natürlich ist es noch ein Unterschied, ob du das Training absolviert bekommst oder ob du matchfit bist. Denn heute auf der anderen Seite sitzt natürlich ein Michael Olise, der beste rechte Flügel der Welt. Mal schauen, wer bei Real Madrid die Aufgabe bekommt, ihn zu stoppen. Ja, da sind sich der Marca und der Ass relativ einig. Ja, fangen wir einfach erstmal an mit der Aufstellung, die der Ass für heute Abend voraussagt. Und wie ihr seht, es gibt 2 Fragezeichen bei der Aufstellung von Real Madrid. Der Rest ist anscheinend relativ klar. Lunin im Tor, Trent rechts hinten, Fran Garcia links hinten. Das sieht übrigens der Marca genauso. Fran Garcia gegen Michael Olise. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel unterstützen kann von draußen, um dieses Duell irgendwie ausgeglichen zu machen. Also um Himmels Willen, hoffentlich vertun sich Marca und das. Hoffentlich spielt da von mir aus ein Eduardo Camavinga, ein Alvaro Carreras. Naja, ich kann den Fran Garcia da nicht irgendwie rechtfertigen, aber das ist meine Meinung. In der Innenverteidigung Antonio Rüdiger gesetzt. Die Frage ist, spielt neben ihm ein Eder Militao oder ein Dienhausen? Ich bin der Meinung, ein Dienhausen hat gegen Manchester City gezeigt, wie wichtig er gegen das Pressing sein kann. Manchester Citys Pressing hat nicht funktioniert, weil Dienhausen ein überragendes Aufbauspiel hatte. Er hat Thiago Pitarch gefunden, er hat Arda Güler gefunden. Also meiner Meinung nach, ihr werdet gleich meine Aufstellung sehen, ein Militao ist für mich der bessere Innenverteidiger. Aber meine Frage sollte nicht sein, ob Hausen oder Militao spielen. Vielleicht sollten beide spielen, aber das ist eine andere Frage. Ja, die zweite Frage, die beantwortet werden muss, ist, ob Thiago Pitarch oder Bellingham spielt. Der Rest ist offensichtlich. Ein Valverde, Tchouaméni, Arda Güler sind gesetzt, vorne ein Vini und ein Mbappé, die sind gesetzt. Das kann man auch aus der Pressekonferenz von dem Álvaro Arbeloa hören. Doch die Frage, warum könnte ein Bellingham von Anfang an spielen? Für mich wäre es zu früh. Mir hat er am Wochenende gegen Mallorca gezeigt, dass er noch lange nicht bei 100% ist. Aber was dieses Fragezeichen aufwirft, ist die Antwort von Álvaro Arbeloa in der Pressekonferenz auf Jude Bellingham. Hören wir da zusammen einmal rein. Ich glaube, was sich auf dem Platz ändert, ist, dass wir ein besseres Team sind. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin sicher, dass wir das morgen auf dem Platz sehen werden, weil er ein Spieler ist, der uns sehr viel gibt. Es wurde schon oft über seine Führungsqualitäten gesprochen, aber dann auch über seine Fähigkeiten als Fußballer. Und wir kommen wieder darauf zurück, dass er andere Eigenschaften hat als seine Mitspieler. Wenn er also auf dem Platz steht, muss man wissen, dass wir uns sowohl an ihn als auch er sich an die Mitspieler anpassen müssen. Darum geht es im Fußball. Diese Verbindung, diese Beziehungen zwischen den verschiedenen Spielern und das Talent im Dienst der Mannschaft, wie ich schon vorher gesagt habe. Aber gut, das ist kein Problem, Bellingham ins Team einzubauen. Ja, und wenn man den Trainer so reden hört, dann kann man schon denken, dass ein Bellingham heute starten wird. Meiner Meinung nach glaube ich aber, ein Arbeloa, der baut die Spieler immer langsam wieder auf.
Wenn es ein Spiel gibt, wo du riskieren müsstest, dann ist es wahrscheinlich gegen die Bayern. Aber ich sehe es nicht. Der Marker sieht es genauso wenig. Das ist die Aufstellung, die der Marker voraussagt. Wie ihr seht, die haben sich entschieden. Ein Eder Militao spielt an der Seite von dem Rüdiger. Ein Thiago Pintar spielt im Mittelfeld. Aber auch die sagen, ein Fran Garcia wird den linken Verteidiger von Real Madrid machen. Ja, wie gesagt, das sind die erwarteten Aufstellungen vom Marker und vom AS. Ich bin gespannt, ob Álvaro Arbeloa uns heute Abend wieder alle überrascht. Ja, wer uns heute nicht überrascht hat, war in der Pressekonferenz ein Vini Junior. Die Pressekonferenz war sehr, sehr interessant. Der ist auch auf das Thema Vertragsverlängerung eingegangen. Der ist auf das Thema Xabi Alonso eingegangen. Auch auf seine Auswechslung, dass viele sagen, er ist schuld, dass es mit Madrid bergab ging, nachdem er bei seiner Auswechslung damals den Skandal gemacht hat. Aber diese ganzen Ausschnitte können wir uns gerne in den nächsten Tagen anhören. Heute in diesem Video möchte ich mich auf dieses wichtige Spiel konzentrieren, fokussieren. Und zunächst einmal wurde er gefragt, was Real Madrid braucht, um heute Abend gegen die Bayern zu gewinnen. Hören wir uns mal die Antwort von Vini an. Du hast 2 Champions-League-Titel gewonnen. In beiden Finals hast du ein Tor erzielt. Du hast bereits 366 Spiele für Real Madrid bestritten. Du hast sehr viel Erfahrung in Spielen wie dem morgigen. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste im Hinblick auf das Spiel gegen den FC Bayern München, bei dem ihr die Unterstützung des Bernabeu haben werdet? Sicherlich ist es die Verbindung der Spieler mit den Fans, denn das verändert immer die Dynamik der Spiele zu Hause, besonders in der Champions League. Wir müssen vorbereitet sein, denn es kommt eine gute Mannschaft, die in dieser Saison nur sehr wenig verloren hat, aber wir sind bereit. Wir haben viel Erfahrung in solchen Spielen und hoffentlich können wir die Dinge gut machen. Ja, und das war eine von vielen Antworten, wo er immer wieder das Gleiche gesagt hat. Er hat immer wieder gesagt, wie wichtig das Publikum heute im Bernabeu sein soll. Das Stadiondach soll auch übrigens zu sein für noch bessere Stimmung. Und er hat immer wieder betont, wie wichtig diese Verbindung ist von Fans und den Spielern. Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich werde natürlich alles geben. Ja. Aber eine Frage hat gestern die gesamte Pressekonferenz wie ein roter Faden durchzogen. Und zwar immer wieder die Frage, klappt es mit einem Kylian Mbappé und einem Vini Junior vorne drin? Funktioniert dieses System mit den 2 Superstars? Ja, das hier ist die Antwort von Vini Junior. Es wurde viel kritisiert, dass in wichtigen Spielen, in den wirklich entscheidenden Partien, das Zusammenspiel mit Mbappé in der Mannschaft nicht funktioniert hat, dass du und Mbappé als Duo in wichtigen Spielen nicht funktioniert habt. Ich wollte dich fragen, was du darüber denkst und ob das morgige Spiel gegen Bayern ein wichtiges Spiel ist, um zu zeigen, dass sie sich irren. Danke. Die Leute sagen viele Dinge. Normalerweise, wenn es viele gute Spieler gibt, wird über alles gesprochen. Er hilft uns, hat uns immer das Vertrauen gegeben, schießt die Tore für uns. Wir müssen morgen verbunden sein, vor allem mit unseren Fans und allen Spielern, denn es ist ein schwieriges Spiel, in dem die besten Spieler den Unterschied machen. Und Kylian ist einer von ihnen. Ich habe eine unglaubliche Verbindung zu ihm, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Wir halten immer zusammen und werden für diesen Verein für immer kämpfen. Stört es dich, wenn gesagt wird, dass dem Team die Ausgewogenheit fehlt, wenn du mit Mbappé spielst? Natürlich ist es ärgerlich, aber die Leute sind nun mal da, um ihre Meinung zu äußern und wir müssen zusammenhalten, verstehen, was der Trainer für uns tut, was der Verein will und wie wir die Verbindung zu unseren Fans aufrechterhalten können. Denn was von außen kommt, wir können das nicht ändern, es betrifft uns nicht, aber wenn wir zusammenhalten, können wir uns gegenseitig besser machen und die Dinge besser machen. Denn die Saison dauert noch fast 2 Monate und wir haben noch alles zu spielen. Ja, er wiederholt oder betont, wie sehr er sich mit einem Kylian Mbappé versteht, außerhalb und innerhalb auf den Plätzen. Kylian Mbappé ist gekommen für solche Abende. Solche Abende entscheiden große Spieler. Kylian Mbappé ist ein großer Spieler und er macht die wichtigen Tore für Real Madrid. Auf der einen Seite denke ich, was soll ein Vini Junior sonst auch anderes sagen? Auf der anderen Seite zeigt er auch immer wieder, wie sehr er sich mit einem Kylian Mbappé versteht. Und ich drücke ihm einfach die Daumen, dass unser Brasilianer recht behält, dass Kylian Mbappé heute den Unterschied macht. Ja, heute hat Kylian Mbappé uns allen zu beweisen, dass er nicht das Problem, sondern die Lösung ist. Ja, der andere Protagonist in der Pressekonferenz gestern war wie immer der Trainer Álvaro Arbeloa. Er wurde natürlich auch ganz am Anfang nach dem Spiel gefragt, was für ein Real Madrid möchte er sehen.
Hier die Antwort von unserem Trainer. Nun, ich möchte ein Real Madrid sehen, das sich immer gegen große Gegner behauptet hat, so wie gegen den wir morgen haben werden. Einen FC Bayern München, der auf allen Ebenen eine außergewöhnliche Saison spielt, sowohl was das Spiel als auch die Ergebnisse angeht. Mit Sicherheit ist es die konstanteste Mannschaft Europas in dieser Saison und wir wissen, wie anspruchsvoll es auf dem Platz werden wird. Die Geschichte, die wir mit dem FC Bayern München haben, ist für uns immer etwas Besonderes. Und natürlich wird das Bernabeu wieder eine weitere große Champions-League-Nacht erleben, so wie wir sie zum Beispiel gegen Manchester City erlebt haben. Und ich bin mir sicher, dass sich das morgen wiederholen wird. Ja, er ist sich sicher, dass wir das Real Madrid von Manchester City sehen. Und ganz ehrlich, das ist das einzige Real Madrid, was ich mit einer realistischen Chance gegen die Bayern sehe, wenn wir dieses Spiel gegen Manchester City im Bernabeu quasi wiederholen können. Zumindest die ersten 45 Minuten. Am Anfang hinten bitte ein bisschen stabiler als die ersten 10 Minuten gegen City. Da hatten wir hier und da das Quäntchen Glück. Aber danach hat Real Madrid ab Minute 10 das Heft in die Hand genommen. Und so ein Real Madrid möchte ich heute Abend im Stadion sehen. Ein dominantes, mutiges Real Madrid, was vorne drauf geht. Und dann haben wir auch gegen die Bayern eine Chance. Ja. Und natürlich wurde auch ein Álvaro Arbeloa zu dem Dauerthema Kylian Mbappé gefragt. Ja, was hat unser Trainer dazu zu sagen? Du hattest die Mannschaft vor der Pause noch ohne Kylian in der Startelf ziemlich gut im Griff. Die Mannschaft hat Spiele gewonnen, spielte besser und hatte einen Punkt erreicht, möglicherweise den besten der Saison. Ich weiß nicht, ob du jetzt nach der Pause und mit der Rückkehr der beiden Stars, die natürlich spielen müssen und die du hier ja schon bewertet hast, das Gefühl hast, dass du so etwas wie einen Neustart machen musst und die Sache auf eine andere Weise angehen und neu bewerten musst. Nicht so wie vorher, als du nur Vinicius hattest, der hier ein Star war. Nein, es ist klar, dass Mbappé andere Voraussetzungen und Eigenschaften hat als Brahim und deshalb müssen wir auf eine andere Art und Weise spielen. Aber ich bin sehr froh, dieses Problem zu haben, großartige Spieler zur Verfügung zu haben und einen Spieler wie Kylian Mbappé zu haben, der zu Real Madrid gekommen ist für Spiele wie das morgige und für K.O.-Runden wie diese. Und ich bin sicher, dass wir einen Kylian sehen werden, der sein bestes Niveau zeigt und die Mannschaft mitreißt, so wie er es immer schon konnte. Und ich habe großes Vertrauen in alle Spieler. Genauso wie du über Bellingham sprichst, habe ich auch andere großartige Spieler zur Verfügung. Für mich ist es ein Glück, auf alle zählen zu können und nicht eine Mannschaft mit 10 oder 11 Ausfällen zu haben, wie es schon oft der Fall war. Um auf die Frage von Alberto zurückzukommen. Wenn du hörst oder falls du Kommentare über Mbappé hörst, dass das Team dadurch ein wenig an Balance verliert mit seiner Anwesenheit. Du hast vor kurzem gesagt, dass er der beste Spieler der Welt ist. Er ist der beste Torschütze. Er ist sehr wichtig. Aber erreicht dich dieses Gemurmel? Kommen diese Kommentare bei dir an? Es scheint, als würde das Team dadurch etwas an Balance, an Stärke verlieren. Nein, bei mir kann vieles ankommen, aber das Einzige, was mich interessiert, ist, was ich selbst denke. Und einen Spieler wie Mbappé im Team zu haben, ist ein außergewöhnliches Glück. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Trainer auf der Welt gibt, der ihn nicht gerne hätte. Und nun, ich versetze mich in die Lage der Verteidiger, die gegen Real Madrid spielen. Sich Mbappé, Vinicius, Valverde, Bellingham stellen zu müssen. Wir haben individuell einige der besten Spieler der Welt und wir müssen auch in der Lage sein, das beste Team der Welt zu sein. Talent ist sehr wichtig, denn am Ende glaube ich, dass es das ist, was den Unterschied ausmacht. Aber vor allem muss man es in den Dienst der Mannschaft stellen. Ja, also für diejenigen, ich habe ja eure Kommentare gelesen, die Hoffnung hatten, dass er einen Mbappé mal draußen lässt etc. pp. Das wird unter ihm nicht passieren. Er hat ganz klar gesagt, natürlich, mir ist egal, was die anderen sagen. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, was ich denke, was ich sehe. Und wir haben individuell die besten Spieler der Welt. Wir müssen nur schauen, dass sie auch als Mannschaft zusammen funktionieren. Und er hat auch immer wieder klar gemacht, Kylian Mbappé ist der Beste der Welt etc. pp. Er ist nicht das Problem. Ja, Álvaro Arbeloa. Bei einem Xabi Alonso habe ich immer gesagt, wenn du schon untergehen musst, ich glaube in den letzten Wochen hatte man gesehen, dass ein Xabi Alonso kurz vor der Entlassung stand, habe ich gesagt, Xabi Alonso, wenn du schon stirbst, dann stirb zumindest mit deinen Ideen. Ja, und mit einem Álvaro Arbeloa, ob ich das so gemacht hätte wie er, ganz ehrlich, nein. Aber das muss man einem Álvaro Arbeloa zugute halten. Er geht in diese wichtigen Spiele mit seiner Überzeugung. Naja, ich drücke ihm die Daumen, dass das klappt. Und ich fände es persönlich mutig, wenn er auch an seinen gesamten Überzeugungen festhält, was auch bedeuten würde, Thiago Pitac müsste weiterspielen. Das ist mein Gedanke. Ja,
Wie gesagt, das war die Antwort. Heute Abend könnt ihr euch die Aufstellung ja schon mehr oder weniger zusammenreimen. Es gibt 2, 3 kleine Fragen. Ja, und bevor ich mich jetzt verabschiede und zu der Aufstellung komme, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre, noch die kurze Information. Der Schiedsrichter heute Abend ist der Engländer Michael Oliver. Ich finde, ein englischer Schiedsrichter passt zu so einem Duell. Da wird es heute heiß zur Sache gehen. Es wird viele krachende, knackige Zweikämpfe geben, eine hohe Intensität. Und ich glaube, die Schiedsrichter, die diese hohe Intensität am besten bewerten können, sind die Engländer. Ich hoffe, dass ich heute Abend nicht meine Worte, naja, ihr wisst schon, bereuen muss. Ich hoffe einfach, dass er ein souveränes, gutes Spiel leitet und wir uns heute nicht über den Schiedsrichter unterhalten müssen. Ja, und bevor ich jetzt endgültig Tschüss sage, jetzt die Ausstellung, die ich machen würde. Ja, und auch wenn ich mich wohl kaum traue, gleich mal in die Kommentare zu schauen, muss ich euch die Aufstellung sagen, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Und ich lebe nach dem Motto, never change a winning team oder never change a running system. Wenn etwas funktioniert, dann hantier da nicht so viel dran rum. Deshalb, ein Courtois kann nicht spielen, André Lunin im Tor. Meine Innenverteidiger wären heute Antonio Rüdiger und Dean Housen. Die haben gegen Manchester City super funktioniert. Ein Militao ist noch nicht bei 100%. Du musst an so einem Abend bei 100% sein. Hinten rechts Trent Alexander-Arnold, hinten links ein Álvaro Carreras, bitte kein Fran Garcia. Ja, im Mittelfeld Tchouaméni, Thiago Pitart, Fede Valverde und Arda Güler. Und vorne im Sturm Vini Junior und Brahim. Ja, ich würde heute Abend erst einmal starten, ohne einen Bellingham und ohne einen Kylian Mbappé. Viele von euch erschlagen mich jetzt und sagen, bin ich bekloppt, aber ab der 60. Minute, wenn ein Vini alles gegeben hat, holst du ihn raus, tust einen Mbappé rein oder tust einen Mbappé rein für einen Brahim etc. Wenn die Bayern-Abwehr auch ein bisschen müder ist, dass ein Kylian Mbappé vielleicht seinen Schnelligkeitsvorteil ein bisschen ausspielen kann. Das ist ja so die kleine Hoffnung, die ich habe. Jonathan Tah ist jetzt nicht der schnellste Innenverteidiger. Ein Upamecano ist sauschnell, kann aber hier und da mal auch einen Fehler machen. Vielleicht haben wir ja in der Länderspielpause gesehen, wo er gegen Brasilien sich eine rote Karte abgeholt hat. In Jonathan Tah ist natürlich ein Stellungsspiel im Flanken super stark, aber in so einem Laufduell gegen Kylian Mbappé oder Vini sehe ich deutliche Vorteile für Real Madrid. Vielleicht haben wir ja dadurch die eine oder andere Chance. Ja, wie gesagt, das wäre die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Und ich bin gespannt, was sagst du zu meiner Aufstellung? Was sagst du zu diesem Video, zu den Worten von dem Arbeloa, zu den Worten von Vini Junior? Was sagst du zum heutigen Spiel? Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Unterstützt dieses Video bitte mit einem Like. Teil dieses Video, hype dieses Video. Wenn du noch kein Follow da gelassen hast, hoffe ich, dass du das jetzt nachholst. Und ich schlage vor, wir sehen uns heute Abend aus dem Santiago Bernabéu. Bis dahin. A la Madrid! Holt euch das Halbfinale!